Im Jahr 1898 baute eine Kolonialmacht eine Bahnlinie durch den Osten Afrikas und an einer Stelle namens Tsavo kam sie zum Stehen. Nicht wegen des Geländes, wegen zweier Löwen. Sie holten sich die Arbeiter nachts aus den Zelten, Monat für Monat, und die Baustelle löste sich auf, weil die Leute weggelaufen sind. 120 Jahre später wurde an derselben Stelle wieder eine Bahn gebaut. Diesmal steht sie auf Betonpfeilern, teilweise 10 Meter über dem Boden, an manchen Stellen 18. Nicht wegen des Wassers, nicht wegen des Geländes, sondern damit die Tiere darunter durchlaufen können. Zwischen diesen beiden Bauwerken liegt derselbe Boden, dasselbe Tal, dieselben Elefanten und zwei völlig verschiedene Vorstellungen davon, wer hier wem im Weg steht. Die eigentliche Frage ist nur nicht, ob das nett gemeint war, sondern ob es funktioniert hat. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir klären, warum eine Bahnstrecke von Grund auf neu gebaut wird, obwohl direkt daneben schon Gleise liegen. Wir analysieren, was ein halber Meter Spurweite in der Wirklichkeit bedeutet und warum diese Entscheidung 100 Jahre nachwirkt. Und wir sehen uns an, was die Tiere von den 6 Durchlässen hielten, die man ihnen gebaut hat, denn das wurde tatsächlich gemessen. Wenn du wissen willst, wie so etwas funktioniert, abonniere jetzt den Kanal. Zuerst die harten Eckdaten, damit die Größenordnung klar ist. Die Strecke verbindet den Hafen Mombasa am Indischen Ozean mit Nairobi, der Hauptstadt Kenias. 480 Kilometer. Das ist ungefähr die Entfernung von Hamburg nach Frankfurt. Die Hauptbauarbeiten begannen im Dezember 2014. 2017 fuhr der erste Zug. Das sind nicht ganz 3 Jahre für eine komplette Neubaustrecke durch Halbwüste, Buschland und 2 Nationalparks, inklusive Bahnhöfen, Brücken und Werkstätten. Zum Vergleich: An deutschen Neubaustrecken vergleichbarer Länge wird üblicherweise 1 bis 2 Jahrzehnte gebaut, Planung nicht mitgerechnet. Gebaut hat die China Road and Bridge Corporation. Bezahlt wurde es mit 3,8 Milliarden Dollar und rund 90% davon kamen als Kredit von der chinesischen Export-Import-Bank. Die restlichen 10% trug Kenia selbst. Der Personenzug fährt 120 Kilometer pro Stunde, der Güterzug 80. Die Fahrt von Mombasa nach Nairobi dauerte vorher über 10 Stunden. Jetzt sind es gut 4. Und genau dieses Vorher ist der Punkt, an dem die Geschichte interessant wird. Denn es gab ja schon eine Bahn. Sie ist über 100 Jahre alt und war zu ihrer Zeit ein ähnliches Ungetüm. Im Mai 1896 begann in Mombasa der Bau einer Linie, die bis an den Viktoriasee führen sollte. Am 20. Dezember 1901 war sie fertig. 660 Meilen, also gut 1000 Kilometer, durch ein Gelände, von dem es keine brauchbaren Karten gab. Für den Bau wurden rund 32.000 Arbeiter aus Indien geholt. Etwa 2500 von ihnen kamen dabei ums Leben. Malaria, Unfälle, Erschöpfung. Und in Tsavo eben die Löwen. Zwischen März und Dezember 1898 griffen dort 2 männliche Löwen immer wieder das Lager an. Wie viele Menschen sie getötet haben, ist bis heute umstritten. Zeitgenossen sprachen von über 100. Neuere Untersuchungen an den Überresten der Tiere kommen auf deutlich weniger. Dutzende sind es in jedem Fall gewesen. Gekostet hat das Ganze mehr als 5,5 Millionen Pfund, was damals eine schwer vorstellbare Summe war. Im britischen Parlament spottete man deshalb über den Wahnsinnsexpress. Eine Bahn, die zu viel kostet und nirgendwo hinführt. Nur führte sie sehr wohl irgendwo hin und dieser Grund ist heute weitgehend vergessen. Es ging um den Nil. In Uganda liegen die Quellflüsse und in London dachte man in einer sehr einfachen Kette. Wer Uganda beherrscht, beherrscht den Nil. Wer den Nil beherrscht, beherrscht Ägypten. Und wer Ägypten beherrscht, kontrolliert den Suezkanal, also den Seeweg nach Indien. Der ganze Reichtum des Empires hing an dieser Wasserstraße. Ein Binnenland 1000 Kilometer im Landesinneren wurde damit zur strategischen Frage ersten Ranges. Und der einzige Weg dorthin führte über Land. Deshalb die Bahn. Nicht wegen des Handels, jedenfalls nicht zuerst. Sondern weil man Truppen und Verwaltung an einen Ort bringen wollte, bevor eine andere Macht dasselbe tat. Und damit steht am Anfang beider Bahnlinien, der alten wie der neuen, dieselbe Absicht. Beide sollten zum Viktoriasee und weiter nach Uganda. Merkt ihr das, denn es wird gleich noch wichtig. Und diese Bahn liegt bis heute da. Sie fährt sogar noch. Warum baut man daneben eine zweite? Die Antwort steckt im Abstand zwischen den Schienen. Die alte Strecke ist eine Meterspur. Zwischen den Schienenköpfen liegt genau 1 Meter. Die neue ist eine Normalspur und da sind es 1435 mm. Der Unterschied beträgt also gut 43 cm. Das klingt nach einer Nebensächlichkeit und es ist die folgenreichste Entscheidung des ganzen Projekts. Die Briten hatten damals gute Gründe für den 1 Meter. Ein schmalerer Gleiskörper braucht weniger Land, weniger Schotter, weniger Erdbewegung. Vor allem aber kommt eine Schmalspur durch engere Kurven.
Wer im Hügelland eine Meterspur baut, kann sich am Hang entlang schlängeln. Wer dort eine Normalspur bauen will, braucht Einschnitte, Dämme, Tunnel und Brücken, weil die breitere Spur den engen Bogen nicht mag. Für eine Kolonialverwaltung mit begrenztem Budget und dem Wunsch, schnell fertig zu werden, war die Meterspur die vernünftige Wahl. Sie ist billiger im Bau, sie ist nur teurer in allem, was danach kommt. Denn die Spurweite legt nicht nur fest, wie eng die Kurven sein dürfen. Sie legt fest, wie viel ein Zug überhaupt tragen und wie schnell er fahren kann. Ein Eisenbahnwagen ist ein hoher, schmaler Körper auf 2 Aufstandspunkten. Je weiter diese Punkte auseinander liegen, desto stabiler steht er. Und desto größer darf die Last werden, die auf jeder Achse ruht, ohne dass Gleis und Fahrwerk überfordert sind. Bei einem Meter Spurweite ist der Wagen im Verhältnis zu seiner Standbreite immer ein bisschen zu hoch. Er schaukelt früher, er kippt bei geringerer Kurvengeschwindigkeit und man muss die Achslast begrenzen, damit der schmale Oberbau das aushält. Aus diesen beiden Grenzen folgt alles Weitere. Weniger Last je Achse heißt kürzere oder leichtere Züge. Weniger Kurvengeschwindigkeit heißt längere Fahrzeiten. Beides zusammen heißt, eine Meterspurstrecke kann pro Tag deutlich weniger Fracht bewegen als eine Normalspurstrecke derselben Länge. Und das war das Problem in Kenia. Nicht, dass die alte Bahn kaputt gewesen wäre, sondern dass ein Hafen an ihrem Ende stand, der mehr Container umschlug, als die Linie dahinter abtransportieren konnte. Jetzt kommt die naheliegende Idee. Wenn nur 43 cm fehlen, dann rückt man doch einfach eine Schiene nach außen. Genau das geht nicht und der Grund ist, dass eine Bahnstrecke nicht aus Schienen besteht. Sie besteht aus einem Bauwerk, das auf eine Spurweite ausgelegt ist. Die Schwellen sind zu kurz, der Schotterkörper ist zu schmal, die Brücken sind für eine bestimmte Last und Breite berechnet. Die Tunnelquerschnitte passen zu einem bestimmten Fahrzeugumriss und der Kurvenradius, der einer Meterspur genügt, ist für die Normalspur schlicht zu eng. Man müsste also den Unterbau verbreitern, die Brücken ersetzen, die Kurven strecken und die Tunnel aufweiten. Das ist kein Umbau mehr. Das ist ein Neubau mit Zusatzaufgabe. Und dann gibt es noch das Problem, das jeden schrittweisen Umbau verhindert. Es heißt Spurweitenbruch. An der Stelle, wo die eine Spurweite aufhört und die andere anfängt, kann kein Zug weiterfahren. Jeder Container muss vom einen Wagen auf den anderen gehoben werden, jeder Fahrgast muss aussteigen und in einen anderen Zug einsteigen. Eine Strecke abschnittsweise umzuspuren, hieße also, sich für Jahre genau diese Nahtstelle mitten in die eigene Hauptverkehrsader zu bauen. Deshalb baut man daneben, nicht aus Verschwendung, sondern weil dazwischen nichts liegt. Bleibt die Frage, wie das so schnell ging. Ein großer Teil der Antwort ist unspektakulär. Die Strecke ist bewusst einfach gehalten. Sie folgt weitgehend dem Verlauf der alten Linie, für die das Gelände vor über 100 Jahren schon einmal erkundet wurde. Sie ist eingleisig mit Ausweichstellen, nicht zweigleisig. Sie ist nicht elektrifiziert, sondern wird mit Dieselloks gefahren. Jede dieser Entscheidungen spart Bauzeit und Geld und jede begrenzt gleichzeitig, was die Strecke später leisten kann. Der zweite Teil der Antwort ist die Organisation. Der Auftrag wurde nicht in Dutzende Lose zerlegt und einzeln ausgeschrieben, sondern als Ganzes an einen Konzern vergeben, der Planung, Bau, Material und einen großen Teil der Arbeitskräfte selbst stellt. Das ist das Modell, das China bei seinen Auslandsprojekten anwendet. Und es ist der eigentliche Grund für das Tempo. Es gibt keine Schnittstellen zwischen Firmen, an denen etwas liegen bleibt. Kein Streit darüber, wer für eine Verzögerung gerade steht. Keine Nachträge, keine Klagen, keine Neuausschreibung. Der dritte Teil ist schlicht die Zahl der Hände. Schon 2015 arbeiteten mehr als 10.000 einheimische Kräfte auf der Strecke, als Maurer, Mechaniker, Zimmerleute und Maschinisten. Über Aufträge an kenianische Subunternehmer kam das Projekt nach eigenen Angaben auf 38.000 geschaffene Stellen. Dazu kamen die chinesischen Fachkräfte, im Kern etwa 2.000 Ingenieure und Führungskräfte, in Spitzenzeiten nach manchen Schätzungen bis zu 5.000. Wie viele es genau waren, war schon damals umstritten und ist es bis heute. 19.000 ungelernte Arbeiter und 4.000 Techniker wurden im Zuge des Baus ausgebildet. Man muss sich das als eine Baustelle vorstellen, die gleichzeitig eine Berufsschule war. Und genau hier liegt der Handel, den dieses Modell anbietet. Es gibt keinen Wettbewerb, der den Preis drückt und keine zweite Firma, die einspringen könnte. Man bekommt Geschwindigkeit. Man bezahlt sie mit Abhängigkeit. Es gibt nämlich eine Schwierigkeit an dieser Strecke, die auf keiner Landkarte auffällt. Mombasa liegt am Meer. Nairobi liegt auf rund 1600 Metern. Auf den 480 Kilometern dazwischen muss ein Zug also 1,5 Kilometer nach oben. Und Steigung ist für die Eisenbahn das unangenehmste Gelände überhaupt. Ein Stahlrad auf einer Stahlschiene hat kaum Reibung und genau das ist ja der Sinn der Sache. Deshalb rollt ein Zug so sparsam.
Am Berg kehrt sich dieser Vorteil um. Wenig Reibung heißt wenig Halt und ab einer bestimmten Neigung dreht die Lok durch, statt zu ziehen. Deshalb sind Bahnstrecken empfindlich gegen Steigung. Wo eine Straße einfach hochgeht, muss eine Bahn den Anstieg über eine große Länge verteilen, in langen Bögen am Hang entlang oder sich mit Dämmen und Einschnitten einen flacheren Weg bauen. Für den ersten Abschnitt bis Nairobi ging das noch mit Erdbau. Beim zweiten Abschnitt ging es nicht mehr. Denn hinter Nairobi fällt das Gelände in den ostafrikanischen Graben ab. Und zwar über eine Geländestufe. Dort wurde gebohrt. Der längste Eisenbahntunnel Ostafrikas liegt seitdem auf dieser Strecke, rund 4,5 Kilometer lang und an der tiefsten Stelle 108 Meter unter der Oberfläche. Dazu kamen 2 kürzere Röhren und eine Brücke von 6,5 Kilometern Länge. Für 120 Kilometer Strecke. Das ist der Preis dafür, dass man diesmal die breite Spur wollte. Die alte Meterspur hat sich diese Geländestufe damals im Zickzack hinuntergeschlängelt, mit engen Kurven, die für die Normalspur nicht mehr in Frage kamen. Womit wir bei dem Bauwerk sind, das diese Strecke berühmt gemacht hat. Die Linie durchquert 2 Nationalparks, darunter Tsavo, eines der größten Schutzgebiete Afrikas und Heimat großer Elefantenherden. Eine ebenerdige, eingezäunte Bahnstrecke wäre dort eine Mauer. Elefanten wandern über weite Strecken zwischen Wasserstellen und ein durchgehender Zaun zerschneidet diese Wege. Die Lösung war, die Bahn anzuheben. In den kritischen Abschnitten läuft sie nicht auf einem Damm, sondern auf einer Brücke. Streckenweise 10 Meter über dem Boden, an den höchsten Stellen auf Pfeilern von rund 18 Metern. Im Nairobi-Nationalpark wurde eine Brücke mit 6,5 Metern lichter Höhe gebaut, damit auch ausgewachsene Giraffen darunter durchgehen. Und in Tsavo wurden 6 offizielle Wildquerungen angelegt, die die getrennten Parkteile miteinander verbinden sollen. Das ist technisch gesehen sauber gedacht. Man hat das Hindernis nicht weggeredet, sondern angehoben. Und dann hat jemand nachgesehen, ob die Tiere das auch so sehen. Über ein Jahr lang wurden die Querungen beobachtet und ausgewertet, mit Spuren, Kameras und besenderten Elefanten. Das Ergebnis ist die interessanteste Zahl dieser ganzen Geschichte. Die hohen Brücken machten nur etwa 20% aller verfügbaren Querungsmöglichkeiten aus. Über sie liefen aber 56% aller beobachteten Querungen. Mehr als die Hälfte des Verkehrs auf einem Fünftel der Bauwerke. Die niedrigen Durchlässe und Unterführungen wurden dagegen kaum benutzt. Und bei den Giraffen kippte es vollständig. Im gesamten Beobachtungszeitraum wurde an den Unterführungen ein einziger Giraffenabdruck gefunden. Ein einziger am 13. März 2017 an einem Durchlass mit der Nummer D-K 234. Giraffen gehen nicht durch Tunnel. Sie sind Tiere der offenen Fläche, sie erkennen Gefahr über Sicht und ein dunkler Kasten mit begrenzter Höhe ist für sie kein Weg, sondern eine Falle. Man hatte also nicht zu wenig gebaut, man hatte das Falsche gebaut. 6 Durchlässe, von denen die Hälfte für einen Teil der Tiere nicht existiert, weil ihnen niemand die Frage gestellt hat, wie ein Tier entscheidet, wo es lang geht. Bleibt der Teil, über den beim Bau am wenigsten geredet wurde. Kenia hat diese Strecke nicht gekauft. Es hat sie finanziert und der Unterschied ist erheblich. Rund 90% der 3,8 Milliarden Dollar kamen als Kredit der chinesischen Export-Import-Bank. Ein Kredit muss zurückgezahlt werden, und zwar aus dem, was die Bahn verdient. Genau an dieser Stelle steckt eine Klausel im Vertrag, die man kennen muss, um zu verstehen, warum die Züge voll sind. Die kenianische Hafenbehörde hat sich verpflichtet, jährlich mindestens 6 Millionen Tonnen Fracht über diese Bahnlinie zu leiten. Erreicht sie diese Menge nicht, haftet sie gegenüber der Bank. Das heißt, die Nachfrage nach dieser Strecke ist nicht vollständig eine Marktnachfrage. Sie ist zu einem erheblichen Teil eine vertragliche Pflicht. Im Kalenderjahr 2024 wurden gut 6,5 Millionen Tonnen befördert. Also knapp über der Schwelle. Und leicht unter dem Vorjahr. Denn wenn eine Bahn eine Mindestmenge befördern muss, gibt es 2 Wege, das hinzubekommen. Der eine ist, so gut zu sein, dass alle freiwillig kommen. Der andere ist kürzer. Im Frühjahr und im Sommer 2019 gab die kenianische Hafenbehörde 2 Bekanntmachungen heraus. Ab sofort war es für Importeure verpflichtend, ihre Container über die neue Bahn nach Nairobi zu bringen. Nicht empfohlen. Vorgeschrieben. Die Verzollung und Abwicklung wanderte damit von Mombasa in ein Binnenterminal am Rand der Hauptstadt. Für die Bahn ging die Rechnung auf. Für Mombasa nicht. Eine ganze Stadt lebte davon, dass Container dort ankamen, geöffnet, sortiert, verzollt und auf Lastwagen verteilt wurden. Speditionen, Zollagenturen, Lagerhäuser, Fahrer, Werkstätten, Imbisse an der Ausfallstraße. Der Verband der Containerumschlagbetriebe zählte über 4000 verlorene Arbeitsplätze.
Eine Untersuchung der Universität Nairobi kam ein Jahr nach der Anweisung auf einen Verlust von 17,4 Milliarden Schilling und knapp 3000 Stellen allein in der Küstenregion. Hunderte Firmen zogen nach Nairobi oder machten zu. Im November 2020 kippte das High Court die Anweisung, nicht wegen der wirtschaftlichen Folgen, sondern weil sie ohne die verfassungsrechtlich vorgeschriebene Beteiligung der Betroffenen erlassen worden war. Ein Gericht musste erklären, dass man Nachfrage nicht anordnen kann. Was das finanziell bedeutet, steht im Jahresabschluss der kenianischen Staatsbahn für das Geschäftsjahr bis Juni 2025. Und die Zahlen sind ungewöhnlich klar. Im laufenden Betrieb ist die Bahn fast am Ziel. Der Betriebsverlust wurde um 65% gedrückt, auf noch 581 Millionen Schilling bei einer Rekordfrachtmenge. Das ist, für sich genommen, eine gute Nachricht. Sie spielt nur keine Rolle. Denn auf der nächsten Zeile stehen die Zinsen für das Baudarlehen und die betragen 25,9 Milliarden Schilling. Aus einem fast ausgeglichenen Betrieb wird dadurch ein Jahresverlust von 28,2 Milliarden. Das Eigenkapital der Gesellschaft ist mit 121 Milliarden Schilling im Minus. Die aufgelaufenen Rückstände auf das durchgereichte Darlehen lagen bis Juni 2025 bei über 413 Milliarden Schilling. Und das Treuhandkonto, aus dem die Tilgung eigentlich bedient werden soll, hat seine vertraglich festgelegte Mindestschwelle seit Betriebsbeginn nie erreicht. Die Bahn fährt. Die Bahn ist sogar gut ausgelastet. Sie verdient nur nicht annähernd, was sie gekostet hat. Und es kommt noch eine Ebene dazu, denn diese Bahn war nie als Strecke von Mombasa nach Nairobi geplant. Sie war der erste Abschnitt einer Linie, die quer durch Ostafrika laufen sollte, weiter nach Kisumu am Viktoriasee und von dort über die Grenze nach Uganda. Das war der ganze Sinn der Sache. Ein Hafen am Indischen Ozean, der ein Binnenland an den Weltmarkt anschließt. Der zweite Abschnitt wurde auch gebaut. Ab Oktober 2016 ging es von Nairobi 120 Kilometer weiter, in den ostafrikanischen Graben hinunter. Im Oktober 2019 war er fertig. Und dort hörte die Bahn auf. Nicht in einer Stadt. Der Endbahnhof liegt bei einem Ort namens Suswa, rund 35 Kilometer südwestlich von Naivasha, in offener Landschaft. Er war ausdrücklich als vorläufiger Endpunkt gedacht. Vorläufig blieb er dann 6 Jahre. Denn für den nächsten Abschnitt bis zum Viktoriasee wollte Kenia noch einmal ungefähr denselben Betrag wie für den ersten, also rund 3,8 Milliarden $. Diesmal sagte die chinesische Bank Nein. Damit stand eine der modernsten Bahnstrecken Afrikas da und endete in einem Feld. Güter, die weiter nach Westen sollten, mussten dort auf Lastwagen umgeladen werden, also genau das tun, wofür die Bahn gebaut worden war, damit es nicht mehr nötig ist. Erst im März 2026, also vor wenigen Monaten, wurde der Weiterbau in Richtung Kisumu und zur ugandischen Grenze offiziell begonnen, veranschlagt mit rund 549 Milliarden Schilling. 6 Jahre Stillstand, weil das Geld für den Anschluss fehlte, den das Ganze überhaupt erst begründet hätte. Und damit zu dem Satz, der über dieses Projekt am häufigsten gesagt wird. Man liest überall, Kenia habe den Hafen von Mombasa als Sicherheit verpfändet und werde ihn verlieren. Das ist in dieser Form nicht belegt. Belegt ist etwas anderes und unspektakuläreres, nämlich die Frachtmengenklausel von eben. Die Hafenbehörde haftet, wenn zu wenig über die Schiene geht. Das ist eine harte Bindung, aber es ist keine Verpfändung des Hafens. Der Unterschied ist wichtig, weil die zugespitzte Version die eigentliche Sache verdeckt. Das Problem an dieser Strecke ist nicht, dass jemand sie beschlagnahmen könnte. Das Problem ist, dass sie technisch funktioniert und finanziell nicht. Sie fährt schneller, sie trägt mehr, sie ist zuverlässiger als alles, was vorher da war. Sie kostet nur mehr Zinsen, als der Betrieb hergibt. Und das ist keine Falle, die jemand gestellt hat. Das ist eine Rechnung, die von Anfang an so aufging. Das Bemerkenswerteste an dieser Geschichte steht übrigens noch immer draußen im Gelände. Die alte Meterspurstrecke von 1901 wurde nie stillgelegt. Sie liegt neben der neuen, an vielen Stellen in Sichtweite und sie fährt bis heute. Denn die neue Linie hält nur dort, wo große Bahnhöfe gebaut wurden und die alte hält überall. 2 Bahnen, 2 Spurweiten, 120 Jahre auseinander, nebeneinander im selben Tal. Und keine von beiden kann das, was die andere kann. Bleibt die Frage, was man in 100 Jahren über die Entscheidung sagen wird, die heute als die vernünftige gilt. Schreib mir in die Kommentare, wie du das siehst. Wir sehen uns beim nächsten Kern der Dinge.